Wie man die Angst überwindet, Deutsch zu sprechen. Hast du schon einmal diesen Kloß im Hals gespürt, wenn du auf Deutsch etwas sagen wolltest? Dein Herz schlägt schneller, deine Hände werden feucht und in deinem Kopf rauscht es: Was, wenn ich einen Fehler mache? Was, wenn die anderen lachen? Was, wenn ich mich komplett blamiere? Genau diese Angst hält Millionen von Menschen davon ab, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Sie lernen jahrelang Vokabeln, üben Grammatik, hören Podcasts und schauen Filme auf Deutsch. Doch wenn es darum geht, den Mund aufzumachen, blockiert etwas in ihnen. Aber hier ist die Wahrheit. Die Angst ist nicht dein Feind. Sie ist ein Signal. Sie zeigt dir, dass du an der Grenze deiner Komfortzone stehst. Und genau dort geschieht Wachstum. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Schritt für Schritt die Angst loslässt, frei auf Deutsch zu sprechen. Nicht perfekt, nicht ohne Fehler, sondern mutig, ehrlich und echt. Denn wahres Lernen geschieht nicht in den Büchern, sondern im Gespräch, im echten Leben. Lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Zuerst müssen wir verstehen, woher die Angst überhaupt kommt. Die meisten Menschen glauben, sie hätten Angst vor der Sprache selbst. Aber das stimmt nicht. Niemand hat Angst vor Wörtern wie Haus, Tisch, Laufen, Sprechen. Die Angst kommt nicht von den Vokabeln, sie kommt von dem Bild, das wir im Kopf haben. Vielleicht erinnerst du dich an die Schulzeit. Da gab es Lehrer, die sofort Fehler angestrichen haben. Vielleicht hast du vor der Klasse etwas gesagt und jemand hat gelacht. Oder du bist es gewohnt, in deiner Muttersprache alles perfekt auszudrücken. Und plötzlich wirkst du auf Deutsch unsicher, langsam, vielleicht sogar kindlich. Das Ego schreit: Das bin doch nicht ich. Ich will nicht so klingen. Und genau das erzeugt die Blockade. Aber hier liegt auch die Lösung. Sprache ist ein Werkzeug, kein Spiegel deiner Persönlichkeit. Wenn ein Hammer dir aus der Hand fällt, bist du deswegen nicht schwach. Wenn du beim Autofahren abwirkst, bist du deswegen nicht dumm. Warum also solltest du dich schlecht fühlen, wenn du beim Deutschsprechen einen Fehler machst? Der Schlüssel liegt darin, die Perspektive zu wechseln. Nicht: Ich muss perfekt sprechen, sonst bin ich peinlich, sondern: Ich übe gerade und jeder Fehler bringt mich näher zur Freiheit. Lass uns jetzt praktisch werden. Die Angst verschwindet nicht einfach, indem man darüber nachdenkt. Sie verschwindet, indem man kleine Schritte geht und diese Schritte wiederholt. Erstens: Sprich zuerst mit dir selbst. Ja, das klingt seltsam, aber es ist unglaublich effektiv. Stelle dir vor, du bist dein eigener Gesprächspartner. Beschreibe, was du gerade siehst. Ich sitze am Tisch. Vor mir steht ein Glas Wasser, draußen regnet es. Diese Minisätze trainieren dein Gehirn, ohne Druck in der Zielsprache zu denken. Zweitens: Nutze die Macht der Aufnahmen. Nimm deine Stimme auf, während du einfache Sätze auf Deutsch sagst. Höre sie dir danach an. Am Anfang mag es dir komisch vorkommen, aber nach ein paar Tagen merkst du: Hey, das klingt ja gar nicht so schlimm. So verlierst du Stück für Stück die Angst vor der eigenen Stimme. Drittens: Führe Mikrogespräche. Das bedeutet, setze dir das Ziel, nur einen Satz mit jemandem auf Deutsch zu sagen. Zum Beispiel im Café: Einen Kaffee bitte. Oder im Supermarkt: Kann ich mit Karte zahlen? Mehr musst du am Anfang gar nicht tun. Diese kleinen Siege summieren sich und machen dich mutiger. Denke daran: Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet, trotz der Angst zu handeln. Es gibt ein unsichtbares Publikum in deinem Kopf. Vielleicht kennst du das Gefühl.
Du willst etwas auf Deutsch sagen und sofort taucht ein innerer Kritiker auf. Er sagt, das war falsch, das klingt lächerlich, die Leute denken bestimmt, du bist dumm. Dieses Publikum existiert nur in deiner Vorstellung, aber es fühlt sich real an. Das Problem: Solange du ihm glaubst, hält es dich wie in einem Käfig gefangen. Hier ist die Wahrheit: Die meisten Menschen achten überhaupt nicht so stark auf dich, wie du denkst. Wenn du in Deutschland einen Satz sagst, konzentriert sich dein Gegenüber meistens auf den Inhalt, nicht auf deine Grammatik. Wenn du einen Fehler machst, registrieren sie es vielleicht kurz, und dann geht das Leben weiter. Oft sind sie sogar beeindruckt, dass du den Mut hast, ihre Sprache zu sprechen. Stell dir das mal vor. Während du dich innerlich zerreißt, denkt dein Gesprächspartner vielleicht: Wow, cool, er spricht Deutsch. Deshalb musst du lernen, dein inneres Publikum leiser zu drehen. Wie? Indem du die Aufmerksamkeit bewusst nach außen richtest. Anstatt zu denken, wie klinge ich, frage dich, was möchte ich sagen? Welche Botschaft will ich übermitteln? Denn am Ende ist Kommunikation kein Theaterstück, bei dem du bewertet wirst. Es ist eine Brücke von dir zu einem anderen Menschen. Jetzt kommen wir zu konkreten mentalen Strategien und kleinen Ritualen, die dir helfen, die Angst zu lösen, bevor du sprichst. Erstens, die 5-Sekunden-Regel. Wenn du eine Gelegenheit hast, auf Deutsch zu sprechen, zähle innerlich von 5 rückwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann sprich sofort. Dein Gehirn hat keine Zeit mehr, Ausreden oder Angstbilder zu produzieren. Zweitens, atme bewusst. Viele Menschen merken gar nicht, wie flach sie atmen, wenn sie nervös sind. Atme tief ein, halte kurz, atme langsam aus. Dieser Rhythmus signalisiert deinem Körper: Alles ist in Ordnung. Dein Herz beruhigt sich, deine Stimme wird stabiler. Drittens, ersetze negative Gedanken. Anstatt dir einzureden, ich werde mich blamieren, sag dir, ich übe gerade. Jeder Satz macht mich besser. Wiederhole diesen Satz so oft, bis er in Fleisch und Blut übergeht. Viertens, setze kleine Anker. Trage ein Armband, einen Ring oder ein besonderes Objekt bei dir. Jedes Mal, wenn du es berührst, erinnere dich daran: Mut bedeutet handeln, nicht perfekt sein. Mit der Zeit wird dieses Ritual zu einer inneren Stütze. Diese Techniken wirken nicht sofort wie Zauberei, aber wenn du sie regelmäßig anwendest, wirst du merken, dein inneres Zittern wird schwächer, dein Mut stärker. Wenn du wirklich Fortschritte machen willst, musst du die Angst im echten Leben testen. Nur Theorie reicht nicht, du brauchst Situationen, in denen du sprichst. Aber keine Sorge, diese Situationen kannst du gezielt klein und machbar halten. Erstens, Tandempartner suchen. Es gibt Apps, Webseiten und lokale Gruppen, wo Menschen Sprachaustausch machen. Vereinbare kleine Treffen. 10 Minuten du auf Deutsch, 10 Minuten der andere in deiner Sprache. Der Druck sinkt, weil beide voneinander lernen. Zweitens, Alltagsübungen. Jeder Supermarkt, jede Bäckerei, jede Bushaltestelle kann dein Trainingsraum sein. Stell dir vorher nur einen Satz vor, den du sagen willst, und setze ihn um. So wird jeder Einkauf zu einer kleinen Mutprobe. Drittens, Online-Kommentare. Auch Schreiben kann helfen, Angst zu überwinden. Kommentiere auf YouTube oder in Foren auf Deutsch. Es ist wie ein langsames Sprechen, bei dem du mehr Zeit hast. Mit der Zeit wird es natürlicher, auch mündlicher mutiger zu sein. Viertens, kleine Mut-Challenges. Setze dir wöchentliche Ziele. Diese Woche frage ich 3-mal nach dem Weg.
Oder ich bestelle 5-mal auf Deutsch, ohne auf Englisch auszuweichen. Jede erfüllte Challenge macht dich stärker. Das Entscheidende, suche die Angst, anstatt sie zu meiden. Denn jedes Mal, wenn du ihr begegnest, wird sie kleiner. Viele Lernende versuchen Fehler um jeden Preis zu vermeiden. Doch genau das erzeugt die größte Blockade. Du bist so damit beschäftigt, korrekt zu sein, dass kein natürlicher Satz mehr herauskommt. Hier ist die Wahrheit. Fehler sind dein bester Lehrer. Jeder Versprecher, jede falsche Endung, jedes vergessene Wort zeigt dir, wo dein Gehirn noch wachsen darf. Ohne Fehler gibt es kein echtes Lernen. Stell dir vor, ein Kind würde beim Laufen lernen denken: Oh nein, ich bin hingefallen, ich sollte es lieber lassen. Dann würde es niemals laufen lernen. Erwachsene machen genau diesen Fehler beim Sprachenlernen. Sie wollen gleich perfekt sein, ohne jemals zu stolpern. Doch die Realität sieht anders aus. Jeder kleine Fehler macht dich lockerer. Jeder korrigierte Satz schärft dein Gefühl für die Sprache. Jeder mutige Versuch bringt dich einen Schritt näher zu echter Freiheit. Mach dir klar, Muttersprachler selbst sprechen nicht fehlerfrei. Sie versprechen sich, sie nutzen Umgangssprache, sie brechen Grammatikregeln. Kommunikation ist lebendig, nicht steril. Also, feiere deine Fehler. Schreib sie auf, lache über sie, lerne daraus und geh weiter. Denn am Ende zählen nicht die Fehler, sondern die Gespräche, die du geführt hast. Selbstvertrauen entsteht nicht über Nacht. Es wächst mit jeder Erfahrung. Und das Wichtigste, du musst es dir selbst beweisen. Kein Lehrer, kein Kurs, kein Zertifikat kann dir das echte Gefühl geben: Ich kann sprechen. Das entsteht nur, wenn du es tatsächlich tust. Erstens, sammle kleine Siege. Notiere dir jeden Moment, in dem du auf Deutsch gesprochen hast. Egal wie kurz er war. Siehst du die Liste nach ein paar Wochen an, erkennst du: Wow, ich habe schon so viel geschafft. Zweitens, baue positive Routine. Mach Deutschsprechen zu einem Teil deines Tages. Zum Beispiel jeden Morgen 2 Minuten laut lesen. Jeden Abend eine Sprachnachricht an einen Freund oder an dich selbst. Diese kleinen Gewohnheiten sind wie Tropfen, die den Stein aushöhlen. Drittens, visualisiere den Erfolg. Schließe die Augen und stell dir vor, wie du selbstbewusst auf Deutsch sprichst, wie dein Gegenüber dich versteht und lächelt. Dein Gehirn kennt den Unterschied zwischen Realität und starker Vorstellung oft nicht. Je öfter du das Bild trainierst, desto leichter wird es, es auch im echten Leben umzusetzen. Viertens, vergleiche dich nicht mit anderen. Dein Tempo ist dein Tempo. Vielleicht spricht jemand schneller, fehlerfreier oder mit besserer Aussprache. Na und? Dein Weg ist einzigartig. Die einzige Person, mit der du dich vergleichen solltest, ist die Version von dir selbst vor einem Monat. So baust du Schritt für Schritt ein Fundament, das nicht mehr so leicht ins Wanken gerät. Am Ende geht es beim Deutschsprechen nicht um Grammatik oder perfekte Sätze. Es geht um Verbindungen zwischen Menschen. Frag dich selbst: Warum willst du überhaupt Deutsch sprechen? Wahrscheinlich nicht, um Prüfungen zu bestehen oder Vokabellisten auswendig zu können, sondern um Menschen kennenzulernen, Beziehungen aufzubauen, dich auszutauschen. Wenn du dir das bewusst machst, verändert sich alles. Plötzlich ist nicht mehr die Frage: Klinge ich perfekt, sondern: Habe ich mein Herz geöffnet? Habe ich meine Botschaft geteilt?
Und hier geschieht das Wunder. Sobald du dich auf dein Gegenüber konzentrierst, verschwindet ein Teil der Angst von selbst. Dein Fokus verschiebt sich von dir zu der Person vor dir. Wenn du fragst, wie geht es dir, zählt die Ehrlichkeit, nicht die perfekte Grammatik. Wenn du deine Geschichte erzählst, zählt die Emotion, nicht jede Endung. Wenn du lachst, wenn du zuhörst, wenn du präsent bist, dann entsteht echte Kommunikation. Diese Erkenntnis ist befreiend. Sprache ist eine Brücke, kein Gefängnis. Und je öfter du diese Brücke gehst, desto sicherer wirst du auf ihr stehen. Wir sind am Ende dieser Reise angekommen, aber in Wahrheit beginnt sie für dich genau jetzt. Denn alles, was du hier gelesen hast, sind nur Worte. Wirklich zählen wird das erst, wenn du den nächsten Schritt wagst. Erinnere dich, Angst ist kein Feind, sondern ein Signal für Wachstum. Fehler sind keine Katastrophe, sondern deine besten Lehrer. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, Mut bedeutet, trotz der Angst zu sprechen. Du musst nicht perfekt sein, du musst nicht alles wissen. Was du brauchst, ist nur die Entscheidung. Ich öffne heute meinen Mund. Ich sage meinen Satz. Ich gehe durch die Angst hindurch. Vielleicht wirst du stottern, vielleicht wirst du lachen, vielleicht wirst du korrigiert. Aber eines ist sicher, du wirst stärker sein als gestern. Und stell dir vor, wie dein zukünftiges Ich eines Tages auf diesen Moment zurückblickt. Es wird sagen, dort habe ich angefangen. Dort habe ich den Mut gefunden. Also, warte nicht auf den perfekten Tag. Mach den ersten Schritt heute. Sag deinen ersten Satz. Führe dein erstes Gespräch. Geh durch die Angst und entdecke, wie frei du wirklich bist. Denn die Wahrheit ist, die Sprache gehört nicht nur den Muttersprachlern. Die Sprache gehört jedem, der den Mut hat, sie zu benutzen. Und das bist du.